Hallo, ich freue mich, dass ihr da seid und zuguckt. Mein Name ist Annalena Duberschütz und ich möchte mit euch heute diese Bridgefold-Karte basteln. Hier oben, ne? Hier die Brücke, die schon zweimal gemacht. Liegt daran, weil ich dieses Video schon einmal gedreht habe, allerdings ohne Ton. Deshalb diesmal mit Ton. Ich habe es extra vorher getestet. Ja, die Karte habe ich mit einem meiner Lieblingssets gemacht von Stampin' Up, Birds and Branches. Sieht man, die können hier so mehrfarbig gestaltet werden. Mit 'm Flügelchen. Ich finde die wirklich schön. Ich finde, die gehen ein bisschen unter. Er kann lange Füße haben, kurze Füße haben. Ja, und als Papier habe ich das neue Pfirsichzeitpapier verwendet. Wirklich schön. Papaya als Untergrund. War ich am Anfang nicht so begeistert von, aber inzwischen mag ich es echt gerne. Als Sprüche habe ich hier das Set am besten zusammen verwendet. Das ist neu. Da ist schöne Auswahl drin zur Konfirmation, Glück und Segen zur Taufe, Gutschein, wenn man das mal braucht. Und was ich ganz toll finde, ist guten Appetit. Ich koche gerne Marmelade ein oder mache sonst irgendwas mit dem ganzen Gemüse aus unserem Garten. Das finde ich wirklich schön mal dabei. Also ein schönes, umfangreiches Set. Kann man gut empfehlen. Genau, und ihr seht, hier habe ich jetzt schon zweimal die Vögelchen gemacht. Deshalb werden wir heute das Ganze mit dem neuen Garden Bird Houses gestalten. Mal ein bisschen was anderes. Gut, dann fangen wir auch schon mal an. Ihr seht, man kann die ganz toll hinstellen, macht sich gut auf dem Board. Dann wollen wir doch mal. Ja, einmal aus dem Weg. Ihr braucht dafür einmal Farbkarton in dem Maß 21 mal 14,5 cm und ihr falzt das. Das sieht bei mir falsch gefalzt aus, das mache ich gleich nochmal. Bei 3,5, bei 7, bei 14 und bei 17,5. Ihr habt die Maße dann hinterher allerdings auch alle noch einmal unten im Kasten stehen oder auf meiner Homepage, da findet ihr das auch. So, also die lange Seite falzen bei 3,5 und ich sehe, ich habe es mir hier schön falsch gefalzt. Nein, nicht schneiden, falzen bitte. 3,5 bei 7. Jetzt entweder bei 14 und 17,5 oder ihr dreht das Papier einmal um und falzt es auch wieder bei 3,5 und bei 7. Ich bin mal ein bisschen zu faul, um das Beinchen auszuklappen. Deshalb drehe ich lieber das Papier. So. Das ist die Grundlage. Die können wir jetzt schon einmal falten. Die beiden inneren Falzlinien werden nach innen gefaltet. Gefalzt. Und die beiden äußeren dann wieder nach außen. Ordentlich kräftig nachziehen. Also nach innen. Außen. Da habt ihr dann auch schon die Grundkarte fertig. Können wir schon mal beiseite stellen. Dann braucht ihr einmal Farbkarton hier für die Mitte als Mattung. Und zwar in 14 mal 6,5 cm. Dafür nochmal eine Auflage, beziehungsweise mehrere. Und zwar für die beiden äußeren hier, für die Mitte und für die beiden. Ihr könnt das entweder in mehreren Stücken machen, dann braucht ihr 4 Stücke in 14 mal 3 cm und für das mittlere Feld 14 mal 6 cm. Ihr könnt das aber auch, ja, ich habe es jetzt hier nicht gemacht, das gehört auch schon mal noch nicht zu. Ihr könnt das auch aus einem durchgehenden Stück machen. Das wäre dann 14 mal 18 cm und dann habt ihr ein durchgehendes Muster. Meins ist jetzt hier schon ein bisschen durcheinander, aber das finde ich macht bei den Blütenmustern nichts. Hier habe ich es. Da sieht man das. Da habe ich das durchgehende Muster gemacht. Ist auch schön. Gefällt mir beides. So. Das sind die Stücke für die Rückseite. Und dann kommt hier vorne ja noch die Brücke hin. Die Brücke oder der Steg hat 14 mal 4 cm. Und hier ist das Stück, was ich gerade weggeworfen habe. Das ist 13,5 mal 3,5, damit das so da vorne drauf kommt.
Denke, das klebe ich jetzt auch schon mal auf. Und zwar mit meinem geliebten doppelseitigen Klebeband. Nehmt den Kleber, mit dem ihr am besten arbeiten könnt. Bei mir ist das nun mal das doppelseitige Klebeband. Ja. Also das neue Pfirsichpapier finde ich wirklich schön. Ich habe jetzt auch inzwischen das Stempelset dazu und lässt sich wirklich eine Menge machen. Könnt ihr mal bei mir auf Instagram gucken. Unter anna.doberschütz. Da habe ich die neuen Sachen, die ich habe, schon mal gezeigt. So, haben wir einmal schon den Steg geklebt. Kleben wir jetzt noch schnell den Rest. Sonst, oh, ich habe jetzt schon den neuen Mini-Katalog gesehen. Oh, der ist schön, sage ich euch. Herbst, Winter. Und ich bin ja sogar kein Halloween-Fan, aber da ist tatsächlich mal ein Set dabei, was mir gefällt. Aber ihr bekommt ihn ja auch bald zu sehen. Der ist dann gültig ab August bis Ende Dezember. So, einmal hier in der Mitte die Mattung aufgeklebt. Nicht wundern, die ist nur schmaler, aber nicht in der Länge kürzer. Das habe ich gemacht, damit man das aus einem durchgehenden Stück schneiden kann. Sonst müsste man bei dem durchgehenden Stück oben und unten noch mal was abschneiden. Das fand ich ein bisschen albern. Ja, machen wir die Blumen mal so rum. Oh, ihr seht, Mattung ist nur links und rechts. Aber wenn ich hier diese Stücke anlege, dann passt das wieder von der Höhe mit zusammen. Ich finde bei diesem Pfirsichpapier, diese Rückseite, die ihr gerade seht, dieses Blau, das ist auch ganz toll jetzt so für Strandkarten oder sowas oder kleine Strandhäuser, maritim. Auch sehr gut geeignet. Diese Kartenform mag ich wirklich gerne. Sieht hübsch aus. Kann man schön hinstellen. Schön vorne verzieren. Oh, das gefällt mir richtig gut. Und ihr seht, das ist kein Hexenwerk. Am Anfang dachte ich, die sieht aber aufwendig aus. Die ich das erste Mal gebastelt habe bei meiner Teamleiterin Angela Köber von der Stempelfamilie. Solltet da auch mal vorbeischauen. Die macht wirklich viele, viele schöne Videos. Viel schön. Und ja, wenn man es erstmal selbst gemacht hat mit einer Anleitung, dann geht das alles viel leichter. Muss ich schon sagen. So. Fast schon durch. Ihr seht hier, ich habe jetzt halt nicht auf das Muster geachtet. Finde ich bei diesem aber nicht so schlimm. Kann man machen, wenn man möchte. Man kann auch zum Beispiel die Innenseiten andersrum drehen oder anderes Papier verwenden. Das ist eure Karte, sage ich immer. Nutzt die Maße, die ihr kriegt, die ich auch unten in den Kasten geschrieben habe. Aber dann tobt euch aus. Macht das, was euch am besten gefällt. Das ist eure Karte. In erster Linie muss sie euch gefallen. So, das war schon die Rückseite. Bevor wir jetzt das aufkleben, möchte ich da einmal drauf stempeln. Und zwar hier diesen hübschen langen Ast. Oh, ein bisschen überdimensioniert, aber Ast mache ich hier mal in Farngrün. Farngrün habe ich hier auch als Papier verwendet. Entschuldigung. So. Lens brauchen wir gleich noch. Einmal vorgetestet, sieht gut aus. Ich mache immer den Vortest einmal, ob der Stempel genug Farbe aufgenommen hat. So, den setzen wir jetzt hier so an den Rand. Ja, gar nicht so schlecht. So, und dazu möchte ich jetzt gerne noch hier die beiden kleinen Vögelchen
verwenden. Dafür nehme ich Memento, weil ich die gleich noch mit den Blends kolorieren möchte. Die Blends sind auf Alkoholbasis, deshalb nehme ich ein Stempelkissen, was auf Wasserbasis ist. In diesem Fall Memento Schwarz. Einmal getestet. Jo, sieht gut aus. Der Vogel kommt einmal hier hin. Weil ich jetzt gerade nicht reinigen will, klebe ich den anderen Vogel einfach auf die Rückseite. Und der Kumpel kommt hier hin. Jo. So. Dadurch, dass das eine auf Wasserbasis ist und das andere auf Alkoholbasis, vermischen sich die Farben nicht. Und wenn ich jetzt hiermit malen würde und das auch Wasserbasis wäre, dann würde Schwarz und Gelb ineinander überfließen. Das will ja keiner. So, der hat jetzt hier so ein bisschen, kriegen auch nur so ein bisschen Farbe, sollen gar nicht so viel kriegen. Ein bisschen angedeutet. Der kriegt noch ein bisschen Rot. Boah. Einfach so 2 Vögelchen und die beiden kriegen noch ein Haus. Das habe ich schon mal vorkoloriert. Was ich empfehlen kann, arbeitet immer mit einer Unterlage, wenn ihr mit den Blends arbeitet. Also ich habe hier zum Beispiel so ein Stück alte Pappe, weil ihr seht, es drückt durch. Und das möchtet ihr nicht auf eurer Tischdecke oder sonst irgendwo drauf haben. Glaubt mir. So. Das schneiden wir einmal aus. Es ist so schade, dass es nicht überall zur Stanzen gibt. Also ich liebe es, wenn es Stanzen dazu gibt. Es sieht einfach sauberer aus. Jetzt mit der neuen kleinen Mini-Stanze, die wir von Stampin' Up haben, macht mir das sogar noch mehr Spaß, weil die kann ich einfach mitten auf mein Chaos auf dem Schreibtisch stellen, während ich am Basteln bin. Und ausstanzen, ohne die große rausholen zu müssen und erstmal alles beiseite rücken zu müssen. So. Das Vogelhaus kommt hier hinter drauf. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, ist, dass die Äste nicht so gut durchkommen. Deshalb hole ich mir hier noch einmal den grünen. Das ist jetzt zwar Olive, aber das macht nichts. Kolorieren jetzt hier erst einmal den Ast noch. So. Durch das Schwarz so stark ist, möchte ich, dass die Äste hier auch noch ein bisschen mehr durchkommen. Gefällt mir einfach ein bisschen besser. Ja, das sieht auch schon ein bisschen besser aus. Schöne, man kann einfach nachkorrigieren, wenn was nicht gefällt. Muss nicht jedes Mal gleich neu anfangen. So. Ja, ich glaube, der gehörte da gar nicht zu. Das gefällt mir schon besser. Fast geneigt, noch ein bisschen mit Schwarz außenrum zu arbeiten. Habe ich aber gerade nicht zur Hand. Naja, nicht so wild. Aber sieht schon besser aus. So. Das hier ist 3,5 und das hier auch. Deshalb mache ich mir auf der Rückseite von beiden Seiten eine Markierung bei 3,5, damit ich gleich weiß, wie weiß ich meinen Klebstoff drauf schmieren kann. So, hier ist ungefähr 3,5 und hier auch, weil wir wollen ja nicht zu viel Klebstoff haben. In dem Fall nehme ich tatsächlich Tombow als Flüssigkleber. Wenn man es nicht ganz genau exakt draufsetzt, kann man es noch ein bisschen nachrücken, nachschieben. So, ihr seht, ich gehe gar nicht ganz an die Kante dran. Schon sogar die richtige Seite gemacht. Und setze das dann, meine Klebeecke 3,5, hier unten auf die Ecke drauf. Ihr seht, man kann das noch so ein bisschen nachschieben, wenn man möchte. Ich ruckel da jetzt mal nicht so dran rum. Und man sieht, der Kleber ist gut verteilt. Dann, um es auf die andere Seite zu kriegen, einmal rüberklappen. Damit man sieht, wo das hin soll. So. Zweite Seite mit Klebstoff versehen. Und dann, wie gesagt, kann man das flach hinlegen, hier rüberklappen und schieben, passen und schon ist es so, wie man es haben möchte.
So. Hier sollen die Vögel ja auch noch eine Unterkunft haben. Kriegen sie noch schnell ein kleines Häuschen da drauf gesetzt. Hier oben könnte man noch einen Spruch machen. Mache ich jetzt nicht. Habt ihr bei dem anderen gesehen. Maße habe ich tatsächlich so genommen. Ich habe erstmal den Spruch auf weiß gestempelt. So, den Spruch auf weiß. Und habe mir ja dann einfach die Maße 5 mm mehr genommen, sodass ich einen Rand von 2,5 mm auf jeder Seite habe. So. Was man noch machen kann, weil jetzt ist die Karte so, die ist quadratisch, weil man sie verschicken möchte. Bevor man es aufklebt, falzt man den Steg einmal mittig, also bei 7 cm. Und dann kann man die andere Seite nämlich auch einklappen. Und dann kann man das schön in den Briefumschlag machen. So. Also, die Gartenhäuser, super zum Kolorieren. Oder die kleinen dicken Vögelchen, wunderschön zum Stempeln. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe vor allem, ihr bastelt die Karte nach. Das würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.